Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Heiliger Strohsack, das sagte ein Nachbar mir, als er mich mit meinen Kindern hier vorne drin auf der Straße entgegenkommen sah. Aber wie viel Praktikabilität steckt in diesem zugegebenermaßen sehr großen Fahrrad? Und ist es wirklich sinnvoll nutzbar für den Alltag? Das wollen wir in diesem Video einmal rausfinden. Wir haben das H&F Nicolai CD2 in den letzten Wochen als Familie ohne Auto im Alltag bewegt und können deswegen ganz gut sagen, was es gut gemacht hat, aber auch was es vielleicht weniger gut gemacht hat. Ich habe euch das ganze Rad aber schon einmal in allen Details vorgestellt und es hat so den ein oder anderen recht deutlichen Kommentar nach sich gezogen. Wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr das jetzt hier sehen. Ich werde jetzt nicht mehr alle Details irgendwie besprechen von diesem Fahrrad, sondern es einmal bewerten. Und deswegen lohnt es sich, das Video einmal zu gucken. Wir bewerten es nämlich nach der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind 2 übergeordnete Kategorien mit jeweils 5 Kriterien, nach denen wir dieses Fahrrad und alle anderen Lastenräder auf diesem Kanal bewerten. Aber bevor wir darauf eingehen, habe ich noch 3 Alternativen für euch. Einmal das Ili Pro. Ein französischer Hersteller von 3rädrigen Lastenrädern, und das Ili Pro lässt sich auch mit 4 Kindersitzen ausstatten, hat ebenfalls eine Neigetechnologie und ist ebenfalls nach diesem Prinzip hier aufgebaut, dass die Räder vorne sind, die Box bzw. Ladefläche in der Mitte und das Cockpit hier hinten. Der zweite Kandidat ist das Max Melion aus Deutschland ebenfalls, genauso wie dieses Fahrrad hier. Ein kleines Team, das ebenfalls ein Rad nach dieser Bauart baut, ebenfalls mit Neigetechnologie, vorne gefedert in diesem Falle. Hat nicht so viel Platz für kleine Kinder, also 4 kleine Kinder lassen sich da nicht reinsetzen, aber das Besondere bei dem ist, dass man da mit Erwachsenen einfach mitfahren kann und es eine sehr große Sitzbank hat. Und der dritte Kandidat ist das Radkutsche Rapid. Das ist kein Dreirad, das ist ein Long John, das aber die Besonderheit hat, dass es Platz hat für 4 Kinder mit 4 gleichwertigen Sitzplätzen und kommt somit diesem Konzept hier, dieser Idee sehr nahe. Und das ist so das Marktumfeld, in dem sich das H&F Nicolai CD2 bewegt. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, gehen wir mal auf die Radelbande Bewertungsmatrix ein und starten mit der Fahrdynamik. Das H&F Nicolai CD2 kann im Alltag nicht immer verbergen, dass es ein großes und schweres Fahrrad ist, obwohl es wirklich sein Bestes gibt. Der Bosch Performance CX Motor, der lässt das Rad schnell genug beschleunigen, er hält es recht gut auf 25 km/h, selbst wenn das Fahrrad verhältnismäßig schwer beladen ist. Aber es wiegt halt im Grundgewicht schon 20 bis 30 Kilo mehr als die meisten anderen großen Long Johns. Und dieses Mehrgewicht, das macht sich dann im Alltag schon bisweilen bemerkbar, gerade dann, wenn es halt um die Beschleunigung oder wenn es um irgendwelche Rampen geht. Was erstaunlich ist, dass der Umstieg von einem Long John auf das H&F Nicolai CD2 quasi nahtlos funktioniert. Das ist das Dreirad mit Neigetechnologie, wo ich am wenigsten Eingewöhnungszeit hatte. H&F hat es hinbekommen, durch diese Fahrwerksgeometrie das Ganze so hinzubekommen, dass es sich wirklich sehr aktiv fahren lässt, dass es aber auch nicht irgendwie dazu neigt zu kippeln die ganze Zeit. Und sie bekommen das damit hin, dass sie eben auf eine Federung verzichten, was dann wieder andere Nachteile hat. Es war teilweise schon so, dass man bei irgendwelchen Kanten doch sehr langsam fahren musste, um da wirklich einigermaßen sanft rüber zu fahren. Oder dass man dann doch nochmal irgendwie schräg ranfahren musste, damit eben das Fahrwerk dann diese Unebenheiten ausgleichen konnte und dann nicht so ein ganzer Ruck durch das Fahrrad ging. Denn die fehlende Federung, die macht sich gerade auch bei Kopfsteinpflaster ab und zu schon bemerkbar. Aber vom Fahrwerk ist es wirklich erstaunlich, dass es kein bisschen schwammig, kein bisschen indirekt ist, sondern es wirklich Lenkbewegung, so eine angenehme Schwere in der Lenkung drin. Aber man merkt sofort, dass die Vorderräder sich bewegen, dass sie einlenken und dass man sich auch nicht zu sehr in die Kurve legen muss oder unnatürlich viel Kraft aufwenden muss, um das Fahrrad dahin zu zirkeln, wo man es hinhaben möchte. Die Sitzposition ist verhältnismäßig aufrecht, aber das heißt, dass man einen guten Überblick hat, eine gute Kontrolle und auch ganz gut sehen kann, wo die Front des Fahrrads gerade ist. Was so ein bisschen gegen die Agilität arbeitet, ist die verbaute Enviolo. Die funktioniert im Flachen, hier in Lübeck funktioniert die gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die gerade bei stärkeren, längeren Steigungen oder wenn man wirklich viel mit großer Last fährt,
dass die dann so ein bisschen unterdimensioniert ist. Also insgesamt eignet es sich von der Fahrdynamik sowohl für Neue als auch für Erfahrene. Es ist sehr laufruhig, es ist sehr agil in Kurven, es will so ein bisschen in die Kurve noch weiter rein, wenn man sich wirklich reinlegt. Und es macht auch keine Faxen, wenn man das Ende der Neigetechnik erreicht. Also wenn man wirklich an diesen Anschlag kommt, dann neigt es nicht dazu, noch weiter zu kippen oder dass man dann irgendwie eine Überraschung hat, sondern es ist dann einfach da und man kann es auch ganz einfach wieder aufstellen. Aber ich war trotzdem in der Lage, die Grenzen dieses Designs zu prüfen. Und darum geht es jetzt. Design, Konstruktion und Innovation. Das H&F Nicolai CD2 ist ein Rad, das man vorher so noch nicht gesehen hat. Diese große Kofferraumbox hier vorne, die große Box in der Mitte und dann natürlich das klassische Long John Heck ist eine gewagte Kombination, die sicherlich die ein oder andere Emotionen hervorrufen könnte. Ich finde das Design allerdings echt gelungen. Es ist ein absoluter Hingucker. Es ist so, wie man halt in einem gewissen finanziellen Rahmen ein Lastenrad mit einer Karosserie bauen kann. Und wir haben hier ganz interessante Design-Details. Einige habe ich euch schon im ersten Video gezeigt, aber was mir dann auch noch aufgefallen ist, dass hier zum Beispiel, wenn man den Kofferraum öffnet, hier so eine Ablaufrinne ist, damit Wasser ablaufen kann, das dann hier hinten reinläuft, entweder wenn man die Klappe öffnet oder allgemein, wenn das Rad im Regen steht, sodass es hier drin wirklich trocken bleibt. Und dann auch hier unten, wenn doch mal irgendwas auslaufen sollte, dann sind hier auch kleine Ablauföffnungen. Auch das ist etwas, woran nicht jeder Hersteller denkt. Und dann noch so von der Konstruktion. Das klingt richtig satt. In der Konstruktion ist das Rad wirklich außergewöhnlich und bietet halt hier ein richtiges Fahrwerk, wie ich euch das auch im ersten Video gezeigt habe. Einige Leute haben sich unter dem ersten Video über das Thema geschmiedetes Aluminium gewundert. Dabei hätte eine einfache Google-Suche das hier ergeben. Allerdings steht da halt niemand mehr mit einem Amboss und einem Hammer vor einem glühenden Ofen. Wir sind halt nicht mehr im Mittelalter, ne? Eine Sache, die mir bezüglich der Konstruktion aufgefallen ist, dass beim Ausrasten es während der Fahrt mal sein kann, dass das Pedal auf den Boden aufschlägt. Wir haben hier natürlich ein sehr niedriges Tretlager, was das Aufsteigen etc. erleichtert. Wir haben aber auch sehr breite Pedale und verhältnismäßig lange Kurbelarme, weswegen es in schnell gefahrenen Kurven oder wenn man über eine Kante oder so fährt, es durchaus mal sein kann, dass das Pedal auf den Boden aufschlägt. Da muss man also darauf achten, dass das kurveninnere Pedal dann optimalerweise dann weiter oben ist. Aber es ist nicht ein einziges Mal kritisch gewesen. Es macht einmal ein kratzendes Geräusch, aber ansonsten passiert auch nichts. Man kann ganz normal weiterfahren, es bringt einen nicht aus der Bahn. Ein paar Details sind dann konstruktiv auch nicht ganz schlüssig, wie zum Beispiel der Blindstopfen, da wo früher der Akku war bei dem CD1, oder dass hier das Sitzrohr durch das Schloss hier unterbrochen wurde und somit der Sattel nicht weit genug runtergeht. Über ein paar Details sprechen wir gleich noch, die sind dann aber eher spezifisch. Was hier im Punkt der Innovation natürlich super ist, ist der Einsatz des Bosch Smart Systems. Darüber habe ich vor kurzem ein Video gemacht. Das bietet im Grunde fast alles, was man von so einem E-Bike-System erwartet und funktioniert auch im Alltag richtig gut. Ein Punkt, die Schiebehilfe, die man bei diesem Fahrrad doch das ein oder andere Mal benötigt, die funktioniert anders als bei alten Bosch-Systemen. Da kann man das Rad einfach ein bisschen kurz zurückrollen lassen, dann merkt das System, dass es gebraucht wird und man kann dann mit Unterstützung nach vorne schieben. Das ist funktioniert im Alltag doch besser, als ich das erwartet hatte. Das ist etwas, was ich neu gelernt habe. Also beim Design bleibt H&F der eigenen Linie treu, mit klaren Kanten, einem eher eckigen Design. Und das hier ist halt auch wirklich eher ein Transporter, ohne irgendwie große geschwungene Linien oder ähnliches. Und entspricht auch nicht dem klassischen Bild eines klassischen Long John Lastenrads zum Beispiel, sondern macht eben etwas komplett Neues, komplett Eigenes. Ob es einem gefällt, liegt dann aber wieder im Auge des Betrachters und das könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie man zum Beispiel diese Front hier nochmal vielleicht etwas anders hätte machen können. Und der nächste Punkt in der Bewertungsmatrix ist die Ausstattung. Und hier gibt es ein paar Highlights, denn insgesamt wurden hochwertige Komponenten verarbeitet. Die Griffe von Ergon, die fassen sich sehr gut an. Der Sattel ist hochwertig, wenn auch
meines Erachtens ein bisschen schmal für die Sitzposition, aber das ist nachher natürlich Geschmackssache. Und was ziemlich cool ist, sind die verwendeten Pedalen hier von Ergotec, denn das sind spezielle E-Bike-Pedalen mit einer riesigen Auflagefläche. Also da ist es mir nicht einmal passiert, dass ich irgendwie abgerutscht wäre oder so, sondern die sind richtig groß und haben auch so einen Anschlag auf der Innenseite, dass man nicht zu nah irgendwie an den Antrieb kommt. Die haben mir echt gut gefallen. Die Reichweite hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wo ihr lebt, wie viel Steigung, wie viel Stadtverkehr ihr habt etc. Ich war jetzt in der Lage, etwa 50 Kilometer mit einer Akkuladung zu fahren, mit Kindern vorne drin, im Stadtverkehr. Also da, wenn ihr häufig mehr fahrt, dann würde sich der zweite Akku lohnen, sobald es eben das smarte System mit Dual-Akku-Möglichkeit gibt. Oder aber einen zweiten Akku anzuschaffen und dann regelmäßig zu tauschen. Aber zum Glück lässt sich der Akku leicht entnehmen und das Fahrrad sich auch ohne entnommenen Akku laden. So. Die Beleuchtung und die Bremsen passen ebenfalls sehr gut zu diesem Fahrrad. Was ich aber definitiv immer empfehlen würde, gerade bei diesem Bike, ist eine gefederte Sattelstütze. Denn der Rahmen ist schon wirklich sehr steif und dadurch, dass das Sitzrohr auch so steil ist, federt das Sitzrohr an sich kein bisschen. Deswegen würde ich das definitiv empfehlen. Der nächste Punkt in der Bewertungsmatrix ist der Preis. Und hier kamen wieder einige Kommentare, die den Preis als viel zu teuer anprangerten. Allerdings haben sich auch einige erstaunt darüber geäußert, dass es bei der Komplexität nicht über 10.000 Euro kostet. Und ich muss auch sagen, hier sind einfach sehr, sehr viele spezifische Kleinserienteile verbaut, die so ein Rad natürlich teuer machen. Mal abgesehen von dem verhältnismäßig teuren Akku, dem teuren Bosch-System, dem Riemen etc., was dieses Fahrrad ja alles mitliefert. Im Vergleich zu den genannten Alternativen ist es etwa auf einer Ebene mit dem Maximilian und auch mit dem Ili Cycles, wobei bei dem Ili die Preisgestaltung so ein bisschen auch stark abhängig davon ist, wie du das ausstattest. Was eine ganze Ecke günstiger ist, ist natürlich das Radkutsche Rapid, aber das ist auch deutlich einfacher. Insgesamt sind große Familienlastenräder im Bereich um 9.000 Euro keine Seltenheit mehr und meines Erachtens bietet das H&F Nicolai CD2 genug, um diesen Preis auch im gesamten Konkurrenzumfeld zu rechtfertigen. Ist es viel Geld? Ja, definitiv. Aber die Konstruktion und die Machart, die erfüllen auch dieses Versprechen. Und damit sind wir beim Punkt Qualität. Von der Montage, der Spureinstellung, den verwendeten Materialien, der Verarbeitung der Fahrwerksteile, der Verarbeitung des hinteren Rahmens ist das CD2 einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Hier klappert überhaupt nichts. Die Rahmenverbindungen sind sehr, sehr schön ausgeführt. Und auch die Teile, wenn man sich die hier unten genauer ansieht, dann ist das wirklich feinste Handwerkskunst. Das hat mir sehr gut gefallen und sollte auch einem lange Freude bereiten und vermittelt wirklich einen guten Qualitätseindruck. Bei den Spaltmaßen hier vorne ist das Ganze so ein bisschen auf frühem Tesla-Niveau, aber da arbeitet H&F Nicolai daran, das weiter zu optimieren. Wobei ich auch sagen muss, im Endeffekt ist es halt immer noch ein Fahrrad und die Funktion ist wirklich gut. Das Finish dieser Box hier, also die Oberfläche, auch die Komplexität auf der Innenseite ist nicht auf dem gleichen Niveau, wie das zum Beispiel beim Paxter der Fall ist oder beim Cargo. Hier wurde eine etwas einfachere Verarbeitung gewählt. In den Kommentaren wurde mehrfach erwähnt, dass die Schussblechhalterung und die Halterung für die Scheinwerfer hier vorne beim alten Modell etwas klapprig ausgeführt sind. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern auch wenn das jetzt hier so ein bisschen vibriert, wenn ich dagegen haue, dann fühlt sich das doch sehr stabil an und sollte einem keine Probleme bereiten. Also mir hat es jetzt keine Probleme bereitet. Die Verarbeitung der Lackierung hier hinten, die ist gut gelungen. Das ist sehr gleichmäßig, das ist widerstandsfähig. Aber dieses hellblau matt ist ein echter Schmutzmagnet. Da muss man sich regelmäßig drum kümmern, damit das schön aussieht. Vorne allerdings ein Regenschauer und schon sieht es wieder schier aus. Von der Wartung haben wir hier ein Rad von der Sorte draufsetzen, losfahren, keine weiteren Gedanken machen. Mit dem Riemen haben wir ein sehr sorgloses System. Die Bremsen haben besonders dicke Bremsbeläge, sodass man da auch trotz des hohen Gewichts nicht so häufig ran muss. Und auch das Fahrwerk hat jetzt in den letzten Wochen keinerlei Probleme gemacht, dass ich da irgendwas hätte überprüfen müssen. Das ist wirklich eines der wenigen Räder, wo ich
nichts dran gemacht habe. Und wenn dann doch mal die Wartung ansteht, dann gibt es ein ausreichend großes Händlernetz, sodass die meisten einen Händler, wenn nicht unbedingt in der unmittelbaren Umgebung haben, aber einen Händler in der Nähe, der das Rad dann im Zweifel abholen kann, weil wenn irgendwas kaputt ist, dann muss es definitiv abgeholt werden. Einfach mal irgendwo hinschieben, wird dann schwierig. Und es passt natürlich auch nicht in jedes beliebige Auto. Also insgesamt wird H&F dem eigenen Anspruch gerecht. Sie haben mir gesagt, sie sind noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem einen oder anderen Punkt, aber sie arbeiten weiter daran. Und man muss ja auch sagen, dass das hier mit diesem Kofferraum ein echtes Novum ist. Und insofern kann man da ja nur dazu lernen. Das waren jetzt alle Punkte aus dem Bereich Fahrrad. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Lastenrad rein und wir starten mit dem Punkt Variabilität. Das H&F Nicolai CD2 ist als Familientransporter ausgelegt und da kommt dieser Kofferraum hier vorne wirklich zum Tragen. Das ist das Feature, was ich in den letzten Wochen am meisten geschätzt habe. Wirklich die Taschen der Kinder, die eigenen Rucksäcke da reinzustellen, auch den ein oder anderen Kasten, die Einkäufe, zumindest teilweise habe ich da reinbekommen. Und das ist einfach auch super, die Helme da reinzuschmeißen, die Klappe zuzumachen und nicht befürchten zu müssen, dass die weg sind, wenn man wieder zurück zum Fahrrad kommt. Also dieser Kofferraum, der erhöht den Nutzwert wirklich beträchtlich, gerade dann, wenn man eben mit Kindern unterwegs ist. Was bei dem H&F Nicolai CD2 leider nicht so gut klappt, ist Euroboxen mitnehmen. Denn die Grundfläche ist leider minimal zu klein für eine Eurobox. Aber dafür lassen sie sich ohne weiteres hier auf den Sitzen verstauen, denn oben auf den Sitzen ist dann doch wieder genug Platz. Aber die Größe ist so minimal zu klein, dass ich es gerne gesehen hätte, wenn man sie auch einfach auf den Boden stellen kann, besonders weil sich die Bänke ja zu diesem Zweck auch einfach ausbauen lassen. Wobei auch da wiederum klappbare Bänke noch ein bisschen besser gewesen wären, um eben mal schnell auf Situationen reagieren zu können, das dann einfach hochzuklappen, eine größere Grundfläche zu haben. Jetzt kann man die zwar einfach ausbauen, muss dann aber auch noch irgendwo hin mit dieser Sitzbank. Was dann aber den Nutzwert tatsächlich beträchtlich erhöht, ist die nutzbare Zuladung von 200 Kilogramm. Das ist etwas, was kaum ein anderes Lastenrad bietet. Das CD2 hat es und bietet dann auch noch das Fahrwerk, um diese großen Lasten dann durch die Gegend fahren zu können. Und dann kann man auch noch den Gepäckträger hier hinten nutzen für eine Tasche, was ich im Alltag tatsächlich nicht einmal gemacht habe, weil vorne immer genug Platz drin war. Allerdings gibt H&F Nicolai keine Anhängerfreigabe für das CD2. Also von der Variabilität im Alltag für Familien wirklich klasse. Eine Möglichkeit aber, diese Box eventuell abzunehmen oder die Grundfläche noch mal etwas besser nutzen zu können, wäre noch mal das i-Tüpfelchen gewesen. Das CD2 ist also für Familien ausgelegt, aber wie schlägt sich jetzt das Passagierabteil? Wir haben eine große Breite, das ist sehr angenehm für bis zu 4 Kinder. Dadurch, dass zwischen den Bänken 20 cm Platz ist, müssen sie aber dann ihre Beine sortieren. So, da könnte es durchaus mal sein, dass sie ein bisschen um den Platz kabbeln. Aber auch hier wiederum ist die Breite groß genug, dass es zumindest für kurze Strecken gut funktionieren sollte. Die Höhe der Rückenlehne ist auch für größere Kinder richtig klasse und was auch richtig klasse war, die Möglichkeit, sich auszusuchen, wie man irgendwie sitzen möchte. Und am liebsten haben sie tatsächlich entgegen der Fahrtrichtung gesessen, weil hier die Rückenlehne auch noch ein bisschen flacher ist als auf der Rückseite. Die Bänke hier sind mit diesem Moosgummi ausgekleidet, das eine sehr angenehme Oberfläche hat, aber dadurch, dass das Fahrrad eben komplett ungefedert ist, war es hier im Innenraum doch etwas rumpelig und der Innenraum ist etwas spartanisch. Hier möchte H&F noch mit einem Komfortpaket kommen, das denke ich mal auch ganz gut wäre. Jetzt für die Zwischenzeit würde ich, wenn ihr euch für das Rad interessiert, könnte man hier noch irgendwie mit Moosgummi arbeiten, denn gerade bei solchen Kanten hüpfen die Kinder doch schon ziemlich hier in dieser Box herum. Was dann auch so ein bisschen Kritikpunkt ist, dass die Gurte zwar sich in der Höhe verstellen lassen, eine große Anpassbarkeit bieten, das ist gut, aber H&F hat sich hier für die einfachsten Fitlock-Gurte entschieden, auch ungepolstert und die Gurte sind insgesamt verhältnismäßig schmal. Also auch da ist noch
Potenzial nach oben. Und was durch die Konstruktion der Sitzbänke eben auch der Fall ist, dass man den Platz unter den Bänken nicht so gut nutzen kann. Ein Punkt, der cool ist, dass die Kinder hier sehr einfach einsteigen können. Durch diesen großen Ausschnitt hier unten, diese klare Kante, die man da erkennen kann und dadurch, dass der Abstand zwischen diesem Rahmen und dem Boden nicht allzu hoch ist. Selbst die kleine Dreijährige kann hier verhältnismäßig einfach reinklettern. Also bei der Box, da ist definitiv noch ein bisschen Potenzial. Da wird es wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch noch Zubehör geben. Und darum geht es jetzt. Denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und H&F hat das CD2 noch nicht lange auf dem Markt. Und deswegen sei ihnen verziehen, dass sie nicht direkt zum Marktstart schon mit einem bunten Portfolio an Zubehör rauskommen. Aber sie haben einige Ideen, um Zubehör auf den Markt zu bringen. Wie zum Beispiel das Regenverdeck, das jetzt demnächst kommen soll. Oder auch das Komfort-Kit, das ich schon erwähnt habe, das definitiv das Erlebnis hier in dem Innenraum noch mal verbessern sollte. Ansonsten würde ich mir zum Beispiel noch wünschen, dass man hier Dinge in diesem Innenraum noch mal besser organisieren könnte. So kleine Taschen für die Flaschen der Kinder oder Spielzeug, damit das nicht in der Box rumrumpelt. Denn die Oberfläche hier unten, die ist halt schon relativ laut. Wenn da eine Flasche runterfällt, dann ist es hier drin einfach ziemlich laut. Eine weitere Idee ist zum Beispiel hier noch diesen Bereich noch mit einem Netz auszustatten, sodass man diese Tasche in dem EPP-Material, die ja schon vorhanden ist, noch mal ein bisschen besser nutzen kann, um zum Beispiel einen Pullover oder eine Jacke oder so da reinzustopfen. Also vom Zubehör kann ich jetzt gar nicht so viel bewerten, weil es einfach aktuell noch nichts gibt. Aber H&F arbeitet dran und wenn ich das eventuell mal in echt sehe, dann kann ich ja mal eine Story drüber machen und dann findet ihr das unten in einem angepinnten Kommentar zum Beispiel. Und da sind wir schon beim vorletzten Punkt in der Radlbahn Bewertungsmatrix: Parken und Rangieren. Dadurch, dass es ein Dreirad ist, mit dieser Sperrung, ist es verhältnismäßig einfach, das Fahrrad zum Stehen zu bringen. Es ist wirklich nur dieser Knopf, dann kann man es kippen und wenn man es wieder hinstellen möchte, dann lässt man es einfach so einrasten. Das ist wirklich einfach. Ein Punkt, der als Kritik geübt wurde, auch völlig berechtigt, ist, dass sich dieser Hebel hier, um das zu entsperren, nicht sperren lässt, sondern wenn man den drückt, dann fällt das Rad irgendwann um. Und auch die Kinder sind in der Lage, von innen, wenn sie da irgendwie stehen, diesen Hebel zu drücken. Also da sollte es noch eine Möglichkeit geben, den zu sperren, und da arbeitet H&F auch gerade dran. Wenn man das Fahrrad hin und her schieben möchte, dann ist natürlich diese Feststellbremse wichtig, dass man die löst und dann, dadurch, dass es eben sich gesperrt einfach schieben lässt, braucht man keine Sorge zu haben, dass es umfällt, und das ist wirklich äußerst angenehm. Ich kann es einfach loslassen und so ein bisschen rollen lassen hier an dieser Stelle. Was man allerdings auch sagen muss, dass das Fahrrad zum Schieben natürlich verhältnismäßig schwer ist. Da kann man dann diese Schiebehilfe von Bosch nutzen, und dass der Lenkeinschlag im gesperrten Zustand ziemlich klein ist. Also bei uns im Keller mussten wir ganz schön rangieren, um da immer wieder rauszukommen. Aber auch das ist etwas, woran man sich irgendwann gewöhnt. Wenn man das Fahrrad entsperrt, dann ist der Lenkradius tatsächlich sogar noch ein bisschen kleiner. Und dann hat man auch die Möglichkeit, bei weniger Platz einfacher zu rangieren. Ist aber in den meisten Fällen nicht praktikabel. Und was halt auch super ist, dass man es im gesperrten Zustand auch langsam fahren kann. Wenn man dann einen geeigneten Ort gefunden hat, um das Fahrrad anzuschließen, dann gibt es hier auf der Rückseite das Speichenschloss. Mit einer Einsteckkette kann man das dann verwenden, oder man kann auch hier an diesen Stellen ein Schloss durchziehen. Durch die große Breite hier insgesamt des Fahrrads ist es aber schon teilweise etwas schwieriger, einen geeigneten Parkplatz zu finden. Und hier vorne gibt es auch schwerlich eine Möglichkeit, irgendwo ein Schloss durchzuziehen, realistischerweise. Insofern ist man halt hier so ein bisschen beschränkt auf die Rückseite des Fahrrads, wenn man es irgendwo anschließen möchte. Und tatsächlich ist das ja so, dass es einfach Platz braucht, um es irgendwo abzustellen. Also da, wo manche große Long Johns noch reinpassen, dadurch, dass sie vorne verhältnismäßig schmal sind, passt dieses Rad einfach nicht mehr rein, auch wenn es von der Gesamtbreite nicht breiter ist als viele andere Long Johns. Das muss man im Alltag wissen, und wenn man eine entsprechende Infrastruktur hat, um das Fahrrad abzustellen, dann funktioniert es auch gut. Mit weniger geeigneter Infrastruktur gibt es dann allerdings auch geeignetere Räder. Und der letzte Punkt in der Radlbahn Bewertungsmatrix ist der Punkt der Sicherheit. Und hier möchte ich noch mal so ein bisschen auf die Fahrdynamik eingehen. Denn
Ich habe gesagt, dass es sich sehr einfach fahren lässt, dass man sich nicht so richtig dran gewöhnen muss. Aber wie sicher ihr euch auf dem Rad fühlt, hängt auch davon ab, wo ihr damit fahrt. Denn wie hier in Lübeck haben wir den ein oder anderen Zwei-Richtungsradweg, der nicht mehr Zwei-Richtungsradweg-Kriterien entspricht und somit verhältnismäßig schmal ist. Bei so einem Dreirad hat man nicht die Möglichkeit, nah an einen Kannstein zu fahren und somit die Hälfte des Fahrrads oder so ein Drittel des Fahrrads über einen Kannstein rüberhängen zu lassen. Das muss man im Alltag wirklich wissen, sondern beide Vorderräder müssen immer komplett auf dem Weg sein, damit man sich nicht verletzt und damit man nicht irgendwie von der Kante, von dem Kannstein irgendwie runterrutscht. Das hat im Alltag ab und zu geheißen, dass man mit diesem Fahrrad einfach etwas mehr Platz braucht, als es mit einem einspurigen Long John zum Beispiel der Fall wäre. Nun ist es für ein Dreirad immer noch verhältnismäßig schmal, was gut ist. Also da gibt es Räder, die ein deutlich größeres Problem damit haben. Aber man muss es einfach im Hinterkopf behalten, dass man mit diesem Rad einfach vielleicht nicht die gleichen Strecken fahren kann, wie es mit einem normalen einspurigen Fahrrad der Fall wäre oder auch mit einem einspurigen Long John. Von der Einfachheit der Bedienung, von der Einfachheit während der Fahrt steht es aber normalen Long Johns in nichts nach. Also das ist wirklich verhältnismäßig einfach und somit auch sicher. Und dieses Sicherheitsgefühl, das vermitteln auch die Bremsen. Die haben extra dicke Bremsscheiben, die haben extra dicke Bremsbeläge, um so ein großes, schweres Fahrrad wirklich massiv und brachial zum Stehen zu bringen, wenn man es mal braucht, aber auch das Bremsgefühl, das ist tatsächlich angenehm. Der Hebel ist breit genug, sodass man da auch mit der ganzen Hand bremsen kann. Auch Notbremsen etc. funktionieren mit dem Rad richtig gut und man muss keine Sorge haben, dass das Rad irgendwie wegrutscht, weil es eben durch diese 3 Räder nochmal eine ganze Ecke stabiler ist. Also von der Fahrdynamik, von der Sicherheit beim Bremsen gefällt mir das wirklich gut. Bei der Beleuchtung ist es so, dass wir vorne die beiden Supernova-Scheinwerfer haben, die für sich genommen ausreichend hell sind, so ein hübsches Blumenmuster vor das Fahrrad projizieren. Wenn man 2 davon hat, dann verbessert sich der Effekt natürlich. Die Leuchtleistung wird verdoppelt. Das Leuchtbild ist sehr angenehm breit, was allerdings vielleicht so ein bisschen fehlt, wenn man häufiger mal irgendwie durch den Wald fährt. Dann nachts sollte man im Wald wohnen. Ist ein Fernlicht, das bietet das Fahrrad nicht. Was es bietet, ist ein Rücklicht, das allerdings nicht von den Bremsen ausgelöst wird, sondern da ist ein kleiner Beschleunigungssensor drin. Wenn man also abbremst, dann leuchtet das rot auf und das funktioniert auch zuverlässig, wie ich das jetzt im Alltag festgestellt habe. Denn wenn dieses Rad bremst, dann kann man halt richtig krass bremsen und schneller bremsen, als das mit anderen Fahrrädern der Fall wäre. Und insofern ist es gut, wenn andere dann durch ein Bremslicht gewarnt werden. Bei der Reflektorensituation ist es so, dass es alles bietet, was die STVZO fordert. Wir haben hier vorne einen Reflektor und wir haben auch hier hinten 2 Reflektoren, um die Breite der Box ein bisschen anzuzeigen. Wenn man mit dem Auto dahinter fährt und dann das Fahrrad sieht, dann denkt man nicht, das ist ein sehr schmales Fahrrad, sondern man sieht sofort, es ist ein breites Fahrrad und das ist ebenfalls gut. Allerdings weitere Reflektoren oder besondere reflektierende Elemente gibt es an dem H&F Nicolai CD2 nicht. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere ist es so, dass sie hier in dieser Box gut geschützt sitzen. Wir haben hier diesen festen Rahmen, das EPP, das einiges aushält und dann natürlich diese Gurte, die sich in der Höhe versetzen lassen. Und die saßen auch zuverlässig über den Schultern der Kinder. Kritikpunkt hier wäre, dass es sich halt nur um 3-Punkt-Gurte handelt, ohne nochmal eine zusätzliche Sicherung. Und die Kinder sind, je nachdem wie alt sie sind, auch in der Lage, diesen Gurt selbstständig zu öffnen. Auch die Höhe der Rückenlehnen ist natürlich ein Sicherheitsfaktor. Nicht nur, dass sie ihren Kopf da anlehnen können, sondern auch im Falle einer scharfen Bremsung oder eines Unfalls der Kopf und der Nacken dann halt nicht überstrecken kann, sondern dann hier zugegebenermaßen gegen die recht harten Platten prallt. Also von der Fahrsicherheit ist es hier eines der sichersten Räder, die man fahren kann, besonders eben dank der guten Bremsen und auch dieser Arretierungsfunktion, wenn man an einer Ampel steht. Was man da allerdings beachten sollte, dass man das löst, wenn man sehr langsam fährt. Je schneller man fährt, desto schwieriger wird es beim Lösen oder beim Ausrasten die Kontrolle zu behalten, was mir tatsächlich 1-2 Mal passiert ist. Also langsam anfahren und bei geringer Geschwindigkeit diesen Sperrmechanismus lösen
und dann ist man auch damit sicher unterwegs. Bei der Sicherheit für die Kinder gibt es allerdings Optimierungspotenzial. Das waren die Punkte aus der Radelbahn Bewertungsmatrix. Aber für wen ist das H&F Nicolai CD2 jetzt am besten geeignet? Ich würde sagen, es ist für alle geeignet, die ein Lastenrad suchen, mit dem sie halt 3 oder 4 Kinder im Alltag transportieren möchten und eben noch Kram mitnehmen müssen. Denn der Kofferraum ist in diesem Falle wirklich, und verzeiht mir, dass ich diesen Begriff wiederverwende, ein Gamechanger. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Ich habe noch keinen so guten Kofferraum in einem Lastenrad gesehen, der sich nicht nur einfach beladen lässt, sondern die Sachen auch trocken hält und abschließen lässt. Wenn ihr also ein Rad mit Kofferraum sucht, dann würde ich definitiv einen Blick hierauf werfen. Was allerdings auch vorhanden sein muss, ist ein bisschen Infrastruktur. Also dass die Wege, die ihr jeden Tag fahrt, ausreichend breit sind. Dass es sich nicht unbedingt um 2 Richtungsradwege handelt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Rad für alle geeignet ist, die etwas ländlicher wohnen und regelmäßig größere, schwerere Sachen vielleicht mit dem Fahrrad transportieren möchten und nicht unbedingt in einer verhältnismäßig engen Stadt wohnen und somit eben der Platz natürlich begrenzt ist. Und dann würde ich auch sagen, dass es sich eben im Wesentlichen für Familien eignet. Ich weiß nicht, ob H&F noch vorhat, eine Professional-Version dieses Fahrrads noch rauszubringen, ein verbessertes CD1, wenn man so will, um dann auch wirklich Gewerbetreibende oder Handwerksbetriebe irgendwie auf dieses Fahrrad zu bringen, denn das Potenzial ist vorhanden. Dieses Fahrrad bietet einiges, was man sich von einem großen und schweren Lastenrad erwartet. Aber was haltet ihr jetzt vom H&F Nicolai CD2? Wäre das euer perfektes Lastenrad? Kämt ihr mit einem so großen Lastenrad im Alltag klar oder braucht ihr was Kleineres? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.